Die im folgenden Video gezeigten Aufnahmen und Bilder dienen ausschließlich zur Unterhaltung und sollen nicht zur Nachahmung anregen. Jeder Nutzer handelt eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr. Alle Informationen, Hinweise, Tipps und Tricks werden hier ohne Gewähr dargestellt. Es wird keine Haftung für Schäden und/oder Personenschäden übernommen. Weiterhin gilt, wer nicht das nötige Fachwissen im Bereich Fahrzeugtechnik besitzt, sollte unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Und nun wünscht Motorraddoktor.de viel Spaß beim folgenden Video. Ja, servus zusammen. Heute geht es um ein Thema, was den Motor angeht bei der BMW R1150 GS. Immer noch aus dem Baujahr 2003. In dem Fall ein Motor mit einer Doppelzündung. Deshalb liegen hier 4 Zündkerzen, 2 Paare, die gleich sind. Zu den Bezeichnungen komme ich dann später noch. Wo fangen wir an? Genau, und zwar die Zündkerzen, also die Nebenzündkerzen, also man spricht hier von den Hauptzündkerzen, das sind die, und von den Nebenzündkerzen, das sind die. Die sind unterhalb eines jeden Zylinders angebracht und verfügen dort über einen ganz normalen Zündkerzenstecker, wie man den so kennt, und haben hier oben eine Schlüsselweite von 16 mm. Das ist das eine. Das andere sind die beiden Hauptzündkerzen. Die sitzen, und das zeige ich dann später, ich habe die nämlich hier schon mal rausgemacht, rechts und links in jedem Zylinder jeweils eine, und das relativ tief im Zylinder drin. Das heißt, ich zeige das mal kurz, mit so einer 16er Langnuss und Verlängerung kommt man da nicht rein, weil einfach dieser Rand hier zu groß ist und man ist auf dem halben Weg im Zylinder, bleibt man einfach damit stecken und erreicht im Prinzip die Kerze gar nicht. Ich habe nicht weiter geguckt, ob man so einen Schlüssel bekommt. Ganz sicher bekommt man den bei BMW als richtiges Werkstattwerkzeug, ist aber eigentlich unsinnig, weil im Bordwerkzeug bei der GS haben wir ja dieses sinnvolle Werkzeug, das eben hier oben über eine 16er Schlüsselweite verfügt und hier unten letztendlich über ein Loch, in dem man dann den Knebel reinmachen kann, um die Zündkerze auszudrehen. Okay, da ich aber eher Freund, ich weiß nicht, ob mich jetzt noch hört, ein Freund von ordentlichen Drehmomenten bin, habe ich mir dann überlegt, wie kann ich das schaffen, dass wir dieses Werkzeug auch mit einem Drehmomentschlüssel bedienen können. Ja, und so bin ich hingegangen und habe letztendlich eine Opfernuss verwendet, die ich hier oben, ich hoffe, dass man das sehen kann, eingeschlitzt habe. Das ist eine 11er Nuss, glaube ich. Ist eine 11er? Ja, genau. Aber man muss gucken, was da passt halt einfach. Ja. Da ist innen drin ein Grat, so ein bisschen. So, dann kann man das hier reinstecken. Und dann gehe ich hin und stecke hier meinen Knebel durch oder was auch immer. Ich kann einen Schraubenzieher nehmen und kann dann hier oben meinen Drehmomentschlüssel ansetzen, um die Zündkerzen mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, der für die Hauptzündkerze, muss ich aber nochmal dann genau gucken, ich meine 22 Newtonmeter beträgt und für die Nebenzündkerze 20 Newtonmeter. Das sollte man auch einhalten, weil die
einmal nicht zu fest sein dürfen. Das sind 11,8. Okay, und das sind 13,8. Okay. Den sollte man auch einhalten, weil sie nicht zu fest und auch nicht zu locker sein dürfen. Weil wir haben ja hier einen Dichtring, der das Ganze, ich hoffe man kann das sehen, ja, der das Ganze dann auch ordnungsgemäß abdichtet. Noch kurz hier zu den Bezeichnungen. Also die beiden Nebenzündkerzen sind hier in dem Fall NGK-Zündkerzen. Das sind die, die also in erster Linie empfohlen sind von BMW. Man kann aber auch eine alternative Kerze nehmen von Bosch. Und bei der Hauptzündkerze ist auch NGK, ist es die BKR7 EKC. Genau, davon braucht man jeweils 2 Stück. So, und jetzt gehen wir mal ans Fahrzeug und dann setzen wir die neuen Zündkerzen ein und probieren das, weil das habe ich gerade eben zusammengebastelt als Lösung dafür. Gehen wir mal ans Fahrzeug und dann schauen wir mal an einem Zylinder, wie wir die einsetzen. So, also am Fahrzeug haben wir als erstes mal den Deckel, den Schutzdeckel außen vom Zündkerzenkabel und vom Stecker. Das ist jetzt hier übrigens der falsche, aber das ist jetzt nicht schlimm. Und dann gibt es ein Tool, ein Werkzeug von, keine Ahnung, ob das von BMW ist, also das geht jetzt hier mit der Hand, weil ich das ja schon rausgemacht hatte. Aber um das zu zeigen nochmal, wird dieses Werkzeug hier auf den Zündkerzenstecker, der ja dann da drin steckt, relativ fest aufgesetzt und kann dann im Prinzip so nach außen gezogen werden. Und hier vorne steckt ja dann die Elektrode drin. Ja, man kann beim Einbau das Ganze hier vielleicht ein bisschen mit Silikonspray oder mit Silikonfett einreiben, dass das Ganze auch wieder etwas leichter rausgeht. Kann man dann mal versuchen. Das zum Rausmachen von dem Stecker. Dann gucken wir da jetzt mal rein. Sieht man das hier genau? So. Da drin steckt dann normal die Zündkerze. Und was empfehlenswert ist, wenn man, oder nicht nur empfehlenswert, was wichtig ist, bevor man die Zündkerze rausmacht, diesen Kanal mit Druckluft sauber zu machen. Vielleicht, wenn man hat, einen Bürstenaufsatz zu verwenden und dann das Ganze auszublasen, weil das eben da kein Dreck drin verbleibt, der eventuell später mit in den Zylinder wandert. Das waren die alten Zündkerzen, die hier drin waren, die habe ich schon rausgemacht. Die Zündkerzen werden in diesem Fall öl- und fettfrei montiert. Ich kann das hier nochmal zeigen, die Bezeichnung, wie man das sehen kann. Kann man das sehen? Kann ich hier ein bisschen dunkler machen. Genau, das ist die Bezeichnung NGK. Für die Hauptzündkerze leicht zu merken, die 7 kommt in den Zylinder als Hauptkerze und die 8 kommt unten in den Zylinder rein. Haben wir unsere neue Zündkerze hier. Die setzen wir dann hier vorne auf und gehen erstmal vorsichtig da rein. Hat sie schon gefasst, ja.
Drehen die erstmal handfest. Dann haben wir unser Newtonmeter hier in dem Fall auf 22 Newtonmeter eingestellt. So rum rein, genau. Und das war's schon. Dann ist diese Seite fest. Nicht mehr, aber auch nicht handfest, wie viele sagen, oder 2 Newtonmeter. Die Angabe von BMW ist ganz klar 22 Newtonmeter. Ich muss mich nochmal korrigieren. Und zwar 22 Newtonmeter stimmt. Allerdings, kann ich das auch gleich zeigen, allerdings nicht für die Hauptzündkerze, sondern, kann man das lesen, 22 Newtonmeter für die Nebenzündkerze und 25 Newtonmeter für die Hauptzündkerze. So, dann machen wir das doch. Ist ja kein Problem. Ich mache jetzt hier 24 Newtonmeter, weil der Schlüssel geht nur bis 24, aber das ist auch für diesen Fall passt ausreichend. So, 24 und einen Ticken mehr und dann passt. So, dann können wir hingehen und können hier ein bisschen Silikonspray drauf machen. Schützt das Gummi. Das haben wir. Und hier in den Kontakt mache ich ein bisschen Kontaktspray rein. Kontaktspray verdrängt kann Feuchtigkeit verdrängen. So, und dann drücken wir den einfach bis zur Raste rein. Dann holen wir den richtigen Deckel. Und machen den richtigen Deckel drauf. Und die Sache ist erledigt. Jetzt machen wir auf dieser Seite die Zündkerze, die Nebenzündkerze unten rein. Und dafür lege ich die Kamera auf den Boden oder schauen wir mal. So. Dann haben wir hier die Zündkerze. So, genau, passt. Ne? Das ist die für die zweite für den Zylinder. Wichtig ist, öl- und fettfrei einsetzen. Ich habe hier unten schon sauber gemacht, die kann man hier gut mit der Hand eindrehen erstmal. Also, für unten muss ich nochmal testen, ist die auch zu breit. Vielleicht kann ja jemand mal in die Kommentare schreiben, ob es handelsübliche schmale solche Nüsse gibt, die da reinpassen. Und 22. So, und jetzt haben wir hier den Zündkerzenstecker. Das Zündkabel geht hier unten am Motor entlang. Auch hier machen wir ein bisschen Kontaktspray rein, setzen die da auf, dass sie richtig sitzt. Die hat hier oben am Rand auch noch mal so eine Dichtungslippe. Und dann können wir hier ein bisschen Silikonspray drauf machen. Schadet dem Kabel und dem Gummi nichts. Ja, liebe Freunde, das Ganze drüben auf der anderen Seite, am anderen Zylinder auch noch, gibt eigentlich nichts mehr zu sagen.
Neue Zündkerzen sind drin, Drehmoment passt, alles ist sauber, Stecker sind drauf. Jo, das war es schon gewesen in dem Video. Ich danke euch fürs Zusehen, freue mich, wenn ihr einen Daumen oben da lasst, vielleicht auch den Kanal abonniert und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.